Das ist die Lieblingsstelle, wo wir mit meinem Mann immer gesessen sind. Und wo er eigentlich, wenn er auf den See geblickt hat, sehr ruhig geworden ist. Und es war verschieden und dann ist er halt immer, auf einmal ist er aufgesprungen und wieder gegangen. Sie haben ihn nicht heimgeholt, Ihren Mann? Ja, weil Sie haben mir gesagt, es wird nie wieder so sein, wie auf den Tag, wo er in das Heim gegangen ist. Ich kann das nicht mehr zurückdrehen. Ich kann dort nicht mehr anfangen. Das ist eben die Tücke dieser Krankheit. Es verändert alles. Und dann haben Sie also Ihren Mann ins Heim gegeben und ich würde Sie bitten, schenken Sie uns noch mal die Geschichte. Mein Mann ist sehr gerne immer in der Natur gewesen. Da ist er eigentlich ganz ruhig geworden, entspannt. Und am 26. Februar bin ich aufgekommen. Das war so ein Tag, so wie heute, so wolkenverhangen. Und er war sehr gut benannt. Und da habe ich gesagt, na, heute machen wir einen weiten Spaziergang. Sind wirklich da unsere Strecken gegangen, über die Wiesen drüber. Und wie wir da in der Nähe vom Heim kommen, kommt die Sonne heraus. Ich habe gesagt, weißt du was, gehen wir noch auf den See her. Und haben wir uns da hergesetzt. Und an dem Tag war er sehr anlehnungsbedürftig. Also der hat sich, so wie ein Kind, immer in meinen Arm gekuschelt. Hat nichts geredet, aber einfach nur die Nähe gesucht. Und sind wir lang da gesessen, ist er ganz ruhig gewesen. Auf einmal ist er aufgesprungen und ist gegangen. Und wie wir zum Heim zurückkommen, kommt die Heimleiterin und sagt, heute schauen Sie aber glücklich aus, Herr Desch. Hat einen schönen Nachmittag gehabt. Und der lacht noch und sagt, ja. Ich bin dann gefahren, das war so um 5:30, 6. Und 2 Stunden später kriege ich einen Anruf, mein Mann ist abgängig. Er ist nie alleinig aus dem Heim gegangen und er hat im Schuh einen Chip gehabt, dass sobald er bei der Tür rausgegangen ist, hat es geleitet. Also er hat nie gehen können. Er ist weg. Sie haben ihn gefunden, und zwar unten beim Bach. Und sagen wir es, wir haben einen Platz gehabt unten, da war ein großer Stein, das war ein Bach, der ist gerade so eineinhalb so ist. Da sind wir immer gesessen. Da haben wir die Enten vorbeigegangen, auf der Wiesen waren Pferde und so weiter. Und da sind wir richtig gern gesessen, so sagen wir mit den Viers drinnen im Wasser. Und dort unten ist der im Finstern runtergegangen zu diesem Platz, ist noch ein bisschen bergab, also so ein Hügel, und hat sich anscheinend ins Wasser gesetzt, weil er war ganz nass, aber wie sie ihn gefunden haben, ist er am Stein gesessen mit den Füßen im Wasser drin. Das war immer unser Lieblingsplatz, halt, gerade im Sommer, wenn es so heiß war. Und da sind wir immer gesessen, habe ihm die Schuhe ausgezogen und die Füße rein, weil baden wollte er nicht mehr. Das hat er nicht wegen. Da ist er oft selber immer wieder hingegangen. Bei dem, weiß nicht warum, ist er nie vorbeigegangen, haben wir uns immer müssen hinsetzen ein bisschen. Der Notarzt war da reanimiert, hat noch eine halbe Stunde probiert, eine Pflegerin. Da hat er noch gelebt, er wollte noch was sagen. Sie hat gesagt, ich weiß es nicht, aber es hat nichts genutzt, er ist dort verstorben auf dem Platz. Und deswegen war das so schlimm für mich, wie mir der Pfleger hingeführt hat, wo er verstorben ist, dass das ausgerechnet dieses Platz halt war. Ja, ich habe mir das so vorgestellt, wie er da im Finstern, in der Kälte, Februar ist ja kalt, da unten sitzt mit den Füßen im Wasser. Was er da gefühlt hat, das ist ja, das so allein. Das geht mir noch immer nicht ein. Das ist meine Geschichte. Er erschießt sich, bevor er so dement ist. Nicht? Und dann habe ich gesagt, du, das wirst du aber nicht kennen, weil das schaffst du nicht. Und dann hat er gesagt, ich finde schon einen Weg. Er hat den Weg gefunden.
sein Herz hat halt einfach aufgehört. Für ihn auf der einen Seite ein Glück, weil er war ein sehr freiheitsliebender Mensch und da im Heim ist es da eine Einschränkung. Es ist nicht leicht und dann eben noch, wenn du nachher wieder aufkommst, wird das daheim passiert, weiß nicht. Was ist da so gar nicht leicht dran? Es ist eine blöde Frage, ich weiß schon, aber es ist nicht leicht, sagen Sie. Warum geht er gerade da runter? Ich weiß nicht, ich glaube, ihm wäre es leichter gewesen, wenn er im Heim verstorben war, aber nicht gerade auf dem Platz dort unten. Weil das doch ein Platz war, wo ihr gern zusammen wart. Er ist eigentlich in seiner Welt dort hingegangen. Also er hat gar nicht gesehen, dass es finster ist, dass es kalt ist, dass es ist. Es hat ihm halt einfach dort hingezogen. Also das ist nämlich ganz besonders wichtig. So wie wir gesehen haben, wir begreifen die Welt, ja, so haben wir auch ein Erinnerungsgedächtnis in unserem Körper. Das heißt nicht nur das Gedächtnis im Hirn, sondern auch unser Körper erinnert sich. Das trifft sich auch mit der Validation. Insofern, weil wenn wir zum Beispiel wissen, es zieht sich jemand in seine Welt zurück, weil das Äußere für ihn nicht mehr so wichtig ist, aus welchen Gründen auch immer, es bleiben diese gespeicherten Sachen im Körper, diese Erfahrungen bleiben. Ja? Und so würde ich eine Erklärung auch darin sehen, Ihr Mann ist mit Ihnen diesen Weg sehr oft gegangen. Stimmt das? Jedes Mal. Jedes Mal? Jedes Mal sind wir da unten, das war sein Lieblingsweg da. Das war sein Lieblingsweg, das heißt, seine Füße sind dort gern gegangen. Und seine Füße haben vielleicht nicht immer ganz die gleiche Stelle gefunden, aber den Weg haben sie gekannt. Und zwar möchte ich gerne euch teilhaben lassen an einer Situation, die ich mit Ihnen beiden jetzt gemeinsam gestalten versuchen möchte. Ich bezeichne das jetzt als eine Art Angehörigenberatung. Ja. Ich weiß nicht, was dabei herauskommt. Ich habe so einen guten Mann. Ohne ihn kann ich nicht. Können Sie nicht? Wir sind ein Team, wir beide. Und da kommt halt immer wieder irgendwas von meinem Ding da, auf einmal fällt das mir so, und das ist grauslich. Was ist da grauslich? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Was Grausliches, von dem Sie keine Ahnung haben? Nein. Aber ja, irgendwie so. Der Schädel ist irgendwie blöd. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, diese Bewegung. Das ist irgendwie, der Schädel ist blöd, Ja. aber Sie machen so und Ja. nicht so. Ja. Wie soll ich das verstehen? Ja, ich weiß auch nicht. Geht da was rum oder? Nein, da geht nicht rum. Aber ja, ist schon schwierig. Durcheinander. Durcheinander ist das halt. Sie hat jetzt einmal tief geatmet. Haben Sie gemerkt? Da ist einfach durcheinander. Ja, alles durcheinander, ja. Alles. Nein, eh nicht. Ja, sobald ich Sie anspreche, gell? Nein, eh nicht.
Ist ja alles in Ordnung, ist ja alles in Ordnung. Herr Klose, wenn Sie sagen, manchmal ist Ihnen das zu viel oder so irgendwie ähnlich, haben Sie, glaube ich, gesagt. Haben Sie da eine Situation im Auge? Also eins, was Gott sei Dank noch vollkommen in Ordnung ist, das ist das Erkennen. Das ist ja schon mal was wert. Dass man also keine Probleme hat in der Form, was Zugehörigkeit und Erkennen anbetrifft. Andere Dinge, die sich verändert haben, muss ich permanent letztendlich anmahnen. Und wenn sie nicht so ablaufen, wie es sein soll. Da wäre ich jetzt aber neugierig, wenn Sie sagen, anmahnen. Ja, das ist so, wie sieht's aus? Hast du dich schon gekämmt? Wie sieht's mit dem Händewaschen aus? Hast du die Hände schon gewaschen? Und diese Art Sachen. Das ist die Kontrolle quasi, von der Sie am Anfang gesprochen haben. Immer wieder. Und ja, da verleugnet sie sich selber, aber teilweise, ja, habe ich schon gemacht. Ja, das heißt, man muss alles immer im Auge behalten, bis zu einer bestimmten Toleranzgrenze, nach der man eingreifen muss. Das Einmahnen und die Toleranzgrenze, das sind zwei Worte, die ich jetzt besonders aufgefangen habe. Ja? Und dann das doch am Anfang, glaube ich, wie Sie sich vorgestellt haben, also auch erzählt haben, war irgendwas mit Kontrolle. Oder ja. Sie haben sich kontrolliert gefühlt oder irgend sowas, gell? Man muss das so verstehen, dass ich ja doch verantwortlich bin, dass es ihr gut geht. Begreift im Grunde genommen, was sie noch unterschreibt, nachdem man ihr das genau erklärt und erläutert auch. Aber sie kann nichts mehr selbstständig entscheiden. Hat sie das früher getan? Ja. Okay. Das heißt, ich möchte von Ihnen jetzt wissen, was haben Sie denn gemacht, Frau Karin? Nix. Naja, nix. Ich meine, waren Sie beruflich tätig oder waren Sie? Ich habe Buchhaltung. Buchhaltung. Sehr genaue Arbeit, oder? Ja. Immer funktionieren müssen, oder? Ja. Da hat es keinen Groschen geben dürfen, Ja. der gefehlt hat, oder? Mhm. Ja, das heißt, die Selbstständigkeit zu bewahren ist wichtig und genau, mit Zahlen haben Sie immer umgehen können. Ja, gell? ja. Das ist wahrscheinlich dann nach wie vor kein Problem, oder? Das war das Hauptproblem. Das Da Hauptproblem. ist es mir dann aufgefallen, wir sind ja auch selbstständig. Ja. Sie hat ja neben ihrer Arbeit auch immer dann die Buchhaltung von unserem eigenen Laden gemacht. Und mir ist dann vor 5, 6 Jahren aufgefallen, dass die Buchhaltung nicht mehr stimmt. Und dabei habe ich dann festgestellt, dass sie keine Kontrolle mehr über die Zahlen hat. Ja, die Zahlen sind für sie heute überhaupt kein Begriff mehr. Wie erklären Sie sich das, wenn Sie das jetzt so hören? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und müssen jetzt aufgrund der Situation natürlich langsam zumachen, weil ich immer mehr Zeit aufwenden muss, um mich um meine Frau zu kümmern. Ich meine, vom Alter her darf ich das auch. Ich bin fast 75. Ne? Und mache allerdings nach wie vor noch immer das Tauchen und wir sind auch nach wie vor noch immer 2 bis 3 Monate in Südostasien unterwegs zum Tauchen. Echt beide? Nein, sie nicht. Sie fährt mit. Ich hab das aus. Sie fährt mit und wird betreut und währenddem ich tauchen bin. Aber sie hat vor 2 Jahren aufgehört zu tauchen. Da ging es nicht mehr. Sie wollte aber selber nicht mehr. Also Herr Klose, bei Ihnen ist mir wirklich noch, diese Worte klingeln mir noch nach. Einmahnen, Kontrolle und wie war das dritte? Hört sich nicht gut an. Ne? Auf der anderen Seite habe ich in meinem Leben gelernt, Grenzen zu haben. Grenzen, die nicht überschritten werden dürfen, um gesund zu bleiben, um überleben zu können und. Es gibt viele Grenzen, die man im Leben aufbaut, die man selber nicht überschreiten darf, weil man weiß, da würde man scheitern. Und diese Grenzen mahne ich ein. Das ist vielleicht meine Wortfindung. Und die überwache ich. Das heißt also, wenn es um Hygiene geht, dann weiß ich, eine bestimmte Verschmutzung kann ich tolerieren, danach nicht mehr. Da sage ich dann, ja,
nach altem militärischen Brauch. Ich mahne das ein. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Deswegen gehe ich trotzdem sehr sanft mit ihr um. Das ja. spüre ich doch, oder? Also Ja. schon, gell? Ja, freilich. Sonst würden Sie doch nicht so liebevoll hin und wieder seinen Arm nehmen. Ja. Ja, genau. Schon irgendwas da, gell? Ja, 43 sicher. Jahre haben Sie gesagt. Ja. 43 Jahre gemeinsame Beziehung. Mhm. Muss Ihre Frau das Haus putzen oder? Wir machen das gemeinsam, soweit wie sie kann. Ja. Und den Rest mache ich eben. Das ist man gewohnt. Und das ist bei uns so ganz einfach zwingend, denn wir sind alleine. Wir haben keine Familie im Hintergrund und wir haben auch nicht irgendwelche Hilfen oder sonst irgendetwas. Unsere Familie ist nun mal ein bisschen verstreut. Und das heißt, wir müssen uns aufeinander verlassen. Und soweit ich meine Frau ranziehen kann an die Sache, ziehe ich sie natürlich ran, damit sie mit im Alltag bleibt. Und wenn ich merke, das kann sie nicht, dann muss ich das machen. Kochen oder Wäsche sortieren oder waschen oder sowas. Die Maschinen betätigen, das funktioniert alles nicht. Ne? Also das, was später im Laufe des Lebens gelernt wurde, das geht oft einmal früher wieder verloren. Aber eben auch nicht alles gleichzeitig, das kann ganz unterschiedlich sein. Wir haben auch zum Beispiel Dinge, dass Menschen, auch wenn sie schon zeitverwirrt oder so irgendwas waren, dass sie dann plötzlich wieder voll orientiert sein können, ja? Nach dem, was in ihnen vorgeht, ob sie es jetzt logisch erklären können oder nicht, aber es ist was da. Ne? Ich finde es wunderbar, Herr Kloster, wenn ich mir erlauben darf, das zu bewertend sagen, dass die das so mittragen. Ich möchte noch vielleicht einladen, dass man Ihnen Fragen stellt. Ja, gerne. Ja, bitte. Ich glaube, dass das für einen Mann wesentlich schwerer ist als für eine Frau, den Umgang. Und ich habe wirklich auch die Hochachtung, dass sie seit 43 Jahren verheiratet sind und dass, also aus meiner Sicht, wenn ich das bewertend sagen darf, sich trotzdem so sehr lieben, dass sie sich das auf sich nehmen und dass es nicht immer einfach ist und dass sie trotzdem den Mut haben, jeden Tag aufzustehen und das wieder zu machen. Ja, danke erstmal für das Kompliment. Auf der anderen Seite ist das Leben nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und man kann nicht erwarten, wenn man während einer Ehe, oder muss nicht eine Ehe sein, aber kann auch eine gute Zusammengehörigkeit sein, wenn es da kriselt und kracht und man kein Vertrauen miteinander hat, dass man dann, wenn Krisen kommen, auch wirklich zueinander hält. Es sollte jederzeit immer sicher sein, dass man weiß, wem und zu wem man gehört. Und dann ist das ganze Leben viel, viel einfacher. Eine Frage, also Sie haben irgendwie gesagt, dass es vor 5 oder 6 Jahren dazu gekommen ist, dass das mit der Buchhaltung nicht mehr so funktioniert hat. Das heißt, danach wird es wahrscheinlich irgendwann einmal eine Diagnose geben haben. Ja, das ist aber gar nicht ganz so einfach. Man merkt zuerst mal, dass bestimmte Dinge nicht mehr so ablaufen, wie man das vorher gewohnt war. Und dann zweifelt man ja zuerst mal. Was kann das sein? Man beobachtet. Und irgendwann spricht man mit seinem Arzt darüber. Und ja, dann kriegt man diese und jene Antwort und man beobachtet weiter. Und dann geht man das erste Mal ins Krankenhaus und dann macht man ja diese Teste dort. Und dann stellt man fest, aha, soweit, ja, so und so viele Punkte nur noch erreicht und irgendwann ist dann der Uhrentest auch, wo man dann sagt, ja, der Uhrentest eindeutig Demenz. Nur welche Demenz ist natürlich noch die große Frage. Und daraufhin werden dann die ersten MRTs gemacht und danach weiß man ja, welche Bereiche des Hirns sind eigentlich befallen und danach weiß man, aha, wenn der Frontlappen vorne also stark befallen ist, dann ist eben das Kurzzeitgedächtnis sehr stark betroffen und das ist eben der Fall. Ich kann ihr jetzt 3 Dinge sagen,
sagt, wiederhol die mir mal bitte, und die sind weg. Aber für viele Angehörige und auch für die Betroffenen selber ist es ja dann einmal schwierig, überhaupt sich, wie soll ich sagen, sich kundig zu machen oder Organisationen, Unterstützungen zu finden, die ihnen das überhaupt einmal erklären. Man geht ins Internet und gibt dort ein Demenz. Und dann liest man, welche Demenz oder welche Organisationen sich eigentlich mit Demenz befassen. Da kriegt man erstmal eine Empfehlung, obwohl man sich ja gar nicht kannte. Und jetzt liegt es an einem, die Sachen anzunehmen. Ja. Mit Haushaltshilfen habe ich die Erfahrung gemacht, ich habe es mal versucht, abgesehen davon, dass es sündhaft teuer ist. Nette Frauen, die da so gekommen sind, aber um den Kranken zu versorgen oder um Reinigungsarbeiten vielleicht durchzuführen oder vielleicht mal jemanden zu baden oder sowas in der Richtung. Ihnen muss das ja irgendwann einmal zu viel werden, oder? Deswegen, ob Sie da... Nur uns. Die Entlastung, die ich brauche, die nehme ich mir, indem ich stundenweise eben in meinem Laden bin, in der Werkstatt bin, mit Kunden Gespräche habe und sie in der Zwischenzeit halt ihr Laptop Kartenspiele macht oder sonst was in der Richtung, auch zufrieden ist damit. Ja, aber das ist ja für Sie eine Entlastung im Sinne, also dass man sich wir entlasten uns beide voneinander. Genau. Der Herr Klose zeigt für mich und Sie beide, dass Sie die Experten in eigener Sache sind. Ja? Was wir tun ist, wir glauben, der Herr Klose will jetzt zusammenbrechen und wir müssen ihm jetzt sagen, entschuldigen Sie, ja, dass ich das ein bisschen überspitzt formuliere, möglicherweise, er muss doch schauen da auf sich. Ja? Und auf der anderen Seite ist das immer wieder ein Dilemma, in das man auch kommt, wenn man mit Menschen arbeitet. Wie sehr drängt man jemanden zu was? Wie sehr, ja, ich weiß es auch nicht, ich weiß auch keine Lösung. Ich weiß nicht, wie sie weiter tun werden und was da alles herauskommt. Aber eines habe ich jetzt aus dem entnommen, dass sie beide ein gutes Gefühl zu haben scheinen, das ist meine Interpretation, sich sehr klar auch Hilfe holen zu können, wenn sie es brauchen, ja. Und das aber auch abwägen mit ihren eigenen Situationen. Es gibt nicht das Patentrezept und so geht man mit einem Demenzkranken um, sondern da kommen die Charaktere noch ins Spiel, der einzelnen Personen und die Stimmungsschwankungen der Charaktere, das Verhältnis der Personen untereinander, das Zusammenspielen der Charaktere, auch ihres gegenüber dem Patienten. Es sind so viele Faktoren, wo man das Gleichgewicht immer suchen muss, dass jeder einzelne Kranke eine Herausforderung ist. So sehe ich das. Und meine Frau ist meine höchste Herausforderung. Ja, aber es macht Spaß. Auch wenn es keinen Spaß macht. Ja, so muss es sein. Ja. Jetzt sind das so, denke ich, schon eine Weile, jetzt sind wir so das, naja,